Wir haben die Bestätigung bekommen, auf jeden Fall, dass es einen Boss gibt. War ja nicht hundertprozentig klar oder sicher. Hieß ja nur ein neuer Open-World-Dungeon. Und er hat zwar nicht gesagt, was er droppt, aber es ist Hernes Dungeon in Coral Island. Also kann man ziemlich... Also, wenn der keine Herneswaffen droppt, fresse ich einen Besen. Also, ich meine, was soll er sonst droppen, außer fucking Herneswaffen? Der Dungeon sieht... Ich meine, gut, okay, der Dungeon ist technisch gesehen wie Envy-Devs, so gesehen. Aber ich meine, ja. Also, wenn der keine Herneswaffen droppt, fresse ich wirklich einen Besen. Und, vielleicht ist das dann das, was man eher machen wird, Freak. Also, vielleicht hat sich Giant Farm dann sowieso bald erledigt. Wenn dieser Dungeon kommt, dieser Boss... Warte, warum sollte man denn laufen? Na, weil du wahrscheinlich eine 4... Das wollte ich gerade sagen. Weil du wahrscheinlich dort eine viel höhere Chance haben wirst auf Herneswaffen. Wenn der einen Cooldown hat, dann lieber Wilds. Ja, aber das ist ja nur ein Boss. Du gehst rein, das ist wie Clockworks. Du gehst rein und kämpfst direkt gegen den Boss. Du musst keinen Dungeon machen. Bro. Also, nicht sicher, aber vom System her funktioniert es wie Mars Dungeon, Ivalice Dungeon, Dekans Mine. Das heißt, du gehst einfach in den Dungeon, läufst zum Boss, musst nichts machen, musst keine Monster töten, kannst einfach durchlaufen und gegen den Boss fighten. Also ist schon anders als Wilds. Also wahrscheinlich, weil es einfach viel schneller geht. Und eventuell wahrscheinlich auch leichter ist. Und zudem müsste er dann auch eine deutlich bessere Droprate haben als die fucking Giants. Und das heißt, die Giants könnten bald sowieso irgendwie irrelevant oder überflüssig werden. Die Frage ist halt natürlich, wie oft kann man den Dungeon dann machen? Also wahrscheinlich einmal am Tag oder so. Oder alle 2 Tage, so ähnlich wie Clockworks oder halt Meteo. Also 24 oder 48 Stunden Cooldown, probably, würde ich jetzt mal vermuten. Aber ist egal, weil wenn die Droprate 10 oder 20 mal so hoch ist und er zudem noch andere Sachen droppen kann, Orichalcum, Shining Orichalcum und so weiter, dann werden sich die meisten Leute wahrscheinlich einfach damit begnügen, den einfach ab und zu töten. Beziehungsweise, was heißt ab und zu? Jeden Tag oder so oft es halt geht. Und der Vorteil ist auch, du kannst ihn ja auch mit mehreren Charaktern machen. Also gut, hat nicht jeder, aber wenn du genug Charakter hast, kannst du ihn dann auch wie Clockworks, kannst du ihn ja auch 5-mal machen. Also ich denke schon, dass das... Also, wenn der keine Herneswaffen droppt, dann RIP. Aber er hat auch bestätigt, es gibt keine neuen Rüstungen, keine neuen Waffen, kein neues Gear. Und wenn es kein neues Equipment gibt und sie fügen aber einen neuen Boss ein, ein neues Bossmonster in einem neuen Dungeon, was sollte der sonst droppen? Also, für mich ist es offensichtlich, dass er Hernes droppen wird. Alles andere wäre eine massive Enttäuschung. Und naja, was heißt 10-mal so hohe Droprate, habe ich gesagt. Also wahrscheinlich eher so eine, vielleicht sogar 100-mal so hohe Droprate wie die Giants. Also, ich bin da relativ zuversichtlich, dass wir die Giants bald gar nicht mehr brauchen. Also, du kannst natürlich immer noch zusätzlich Giants farmen. Aber ich bin ja, wie gesagt, eh schon der Meinung, dass es sich nicht mehr lohnt, wenn so viel los ist. Und wenn es dann sowieso eine Alternative gibt, die dir auch keiner wegschnappen kann, das ist ja das Beste daran, dass den ja keiner wegschnappen kann. Du kannst ihn machen, wann du willst, wann du Zeit hast, wenn du Lust hast, Zeit und Lust hast. Ist halt einfach viel nicer. Und spätestens das sollte dann auf jeden Fall dafür sorgen, dass sich die ganze Hernes-Thematik endlich mal zugunsten der Spieler etwas beruhigt. Und man sich dann wieder über Luzakas Crystal aufregen kann. Weil die immer noch viel zu selten sind. Aber die Hernes-Waffen sind ja eigentlich die Waffen, die nicht so selten sein sollten. Also was ich mir auch vorstellen könnte, ist, wenn er wirklich keine Hernes-Waffen droppt, theoretisch, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass er irgendwie eine extrem hohe Chance hat, Brilliant Amethyst zu droppen. Also ich glaube, die Chance im Dungeon 2-5% oder so bei den Vorbossen, dass Brilliant Amethyst droppt. Oder auf jeden Fall relativ gute Chance, dass er droppt. Kann ich mir vorstellen, dass der vielleicht irgendwie dann eine 20% Chance hat, einen Brilliant Amethyst zu droppen, plus Orichalcum und den ganzen anderen Käse. Aber
glaube ich jetzt eher nicht. Weil es wahrscheinlich aufs Gleiche rauskommen würde. Dann machst du ihn 10 Mal, droppst 5 Brilliant Amethyst, dann hast du 5 Mal eine Chance auf Fairness Craft oder so. Dann kannst du die Waffe dann auch noch aussuchen. Herneos Dungeon droppt keine Fairness-Waffen, wäre schon arg cringe. Es wäre übel cringe, ja. Die Frage ist halt auch, wer ist der Boss? Weil der Boss im Herneos Dungeon, Hernes Dungeon, ist ja der Kraken. Also der gleiche Boss wie im Envy Depths. Bei Envy Depths ist ja eigentlich der Hernes Dungeon. Also Envy Depths ist quasi die erste Ebene vom Hernes Dungeon. Und die Bilder, die wir jetzt vom neuen Dungeon gesehen haben, das ist die zweite Ebene. Weil der Dungeon hat in FlyFPC 2 Ebenen. Die untere und die obere. Die untere ist unter Wasser, die obere ist über Wasser. Und der Kraken in FlyFPC ist auf der zweiten Ebene. Also die wir jetzt bekommen. Also, das ist das Einzige, worauf ich mich nicht so freue, wenn wir dann noch einen Kraken-Boss kriegen. Ist halt immer so langweilig, wenn du halt einen Monster schon kennst, in- und auswendig, und dann hast du ihn an 2 Orten oder so. Also es ist im Endeffekt das gleiche wie mit Meteonica und Red Meteonica. Ist ja dann irgendwie nicht mehr so spannend, weil es basically der gleiche Boss ist. Der hat halt wahrscheinlich andere Stats, andere HP und so weiter. Aber effektiv wird es wahrscheinlich, also könnte es sein, dass es genau der gleiche Boss ist. Wäre ein bisschen lame. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wen sie sonst als Boss nehmen sollten. Also höchstwahrscheinlich wird es der Kraken. Krakens Big Bro. Oder Little Bro, je nachdem. Was auch sein könnte, ist, dass es Schwierigkeiten gibt. Danke für den Resub, Mr. Bako. Was auch sein könnte, ist, dass es dann Easy, Mittel und Hard gibt, theoretisch. Beim Dungeon. Wäre auch cool, dass auch Leute, die nicht so gutes Equipment haben, trotzdem eine Chance haben, Hernes und so zu farmen bei dem Boss. Oder was auch immer er droppt, zu farmen bei dem Boss. Weil auf Easy hat er dann 20% weniger HP, weniger Damage und so. Zwar auch weniger Droprate. Aber es wäre auch cool, wenn es das geben würde. Dass du dann halt auch, wenn du noch nicht so gutes Equipment hast, dann mitmachen kannst. Aber ja, also dem Dungeon gegenüber bin ich eigentlich sehr positiv eingestellt. Also das sollte endlich mal was werden. Genau. Und ja, danke Coach und Mr. Bako für die Resubs. Appreciated. Dann wirst du definitiv warten, dir einen Bogen zu holen. Ja, also aufs Update würde ich auf jeden Fall warten. Ich meine, teurer wird er eh nicht werden, also. Und das Update wird ja wahrscheinlich eh bald kommen. Ich weiß halt nur nicht, ob es wirklich schon morgen kommt. Also irgendwie, keine Ahnung. Ich bin morgen auch tatsächlich nicht da, also wenn es wirklich morgen kommt, wäre auch ein bisschen ätzend für mich. Bin morgen in München. Aber ja. Wir werden sehen.